Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um Cardano, eine weitere Kryptowährung, die Smart Contracts revolutionieren möchte und tatsächlich auch einige richtig gute Vorteile hat. Cardano ist quasi das japanische Ethereum und macht wirklich vieles richtig, was man eigentlich richtig machen kann. Zunächst einmal der allergrößte Vorteil, es ist peer-reviewed. Ihr habt mittlerweile schon ein paar Mal von mir gehört, die ganzen Kryptowährungen sind alle eigentlich nur auf Whitepapern ausgelegt. Das heißt, wenn wir eine Kryptowährung haben, dann ist die eigentlich nicht in der Forschung wirklich überprüft worden, ob das überhaupt funktioniert. Man weiß es nicht. Man hofft einfach, dass da kein Fehler unterlaufen ist, aber das passiert eigentlich relativ häufig, dass da Fehler bei auftreten in solchen wissenschaftlichen Papern, auf denen die ja immer basieren. Und Cardano macht es jetzt zum ersten Mal so, die haben wirklich ein peer-reviewtes Konzept. Das bedeutet, es hat sehr lange in der Entwicklung gedauert, bis irgendwas mal marktreif geworden ist. Und jetzt ist es tatsächlich marktreif. Man hat bewiesen, dass das auch wirklich funktioniert und das ist wirklich sehr spannend. Gut, das heißt, was noch auch sehr cool ist, sie haben eine Dual-Layer-Technologie. Eine Layer für normale Transaktionen, also quasi Geld, was von A nach B fließt, und die zweite Schicht ist für Smart Contracts. Das heißt, man hat auch hier wieder das System wie bei Ethereum. Man kann Turing vollständig irgendwas programmieren, aber durch diese Dual-Layer-Technologie gehen Transaktionen deutlich schneller von der Bühne, während Smart Contracts natürlich ein bisschen länger brauchen als normale Transaktionen. Deswegen kann man da quasi zwei Sachen auf einmal machen. Und das macht es ein bisschen schneller, also man hat mehr Durchsatz, man hat mehr Transaktionen pro Sekunde als jetzt eben in Ethereum, was natürlich auch wieder von Nutzen ist. Zudem haben wir einen Proof-of-Stake-Algorithmus, das heißt, kein Mining wird benötigt, was für mich immer ein positiver Aspekt ist. Natürlich haben da manche auch immer wieder so die negativen Aspekte im Kopf, wie zum Beispiel, wie verteilt man das Geld, wie kann man davon ausgehen, dass am Anfang wirklich die ganzen Coins auch wirklich an den Mann gebracht werden und gleichmäßig verteilt werden, damit niemand über 50% besitzt. Aber ja, das haben die auch gelöst und das ist eigentlich ganz cool. Und was man auch noch hat, man hat eine tatsächliche Non-Profit Foundation hinten dran, hinter Cardano, die Cardano Foundation, wer hätte es gedacht, und die entwickelt das Ganze so ein bisschen im Hintergrund. Non-Profit heißt in dem Fall nicht, dass sie nicht auch bezahlt werden, sondern sie bekommen halt einfach nicht noch irgendwie zusätzlich Geld. Also ihr Ziel ist nicht Geld zu machen, sondern sie wollen einfach nur dieses Ding entwickeln, um es dann eben entwickelt zu haben und bezahlen sich quasi selber in so einen gewissen Lohn, den sie halt brauchen. Ja, und auch bei Cardano gibt es ein Voting-System für Änderungen am Protokoll. Das heißt, jeder, der Cardano verwendet, hat dann auch ein gewisses Mitspracherecht, wenn man eben zum Beispiel größere Änderungen einpflegen möchte, wie bei Bitcoin zum Beispiel, das mehrere Male passiert ist. Da hat man kein Voting-System, was dann im Endeffekt in Bitcoin Cash und Bitcoin Gold rausgekommen ist, weil die halt einfach meinten, wir können das besser. Das kann hier nicht passieren, da ist einfach ein faires Voting-System hinten dran, wo man dann einfach die Mehrheit entscheiden lässt, was man gerne hätte. Ja, und nicht nur ein paar Entwickler. Negative Punkte gibt es natürlich auch. Die Programmiersprache The Plutus ist eine Neuschaffung. Natürlich ist die überprüft worden, ob sie funktioniert und alles drum und dran, aber es kann natürlich immer Bugs geben und da kann man nichts dagegen tun. Es ist halt einfach eine neue Programmiersprache, die man sich aneignen muss. Man weiß halt nicht genau, warum jetzt hier nicht einfach sowas wie JavaScript oder Python oder sonst irgendwas verwendet wurde, was man einfach schon hat und wo eigentlich auch wirklich eine gute Entwicklung hinten dran steckt. Man musste irgendwas Neues machen. Schade eigentlich. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass Cardano eigentlich noch recht am Anfang ist. Das heißt, diese Kryptowährung ist noch nicht wirklich alt. Das liegt vor allem daran, dass sie natürlich peer-reviewed wurde und das natürlich einiges an Zeit verwendet oder verschlungen hat und die Implementierung danach erst wirklich angehen konnte oder man diese Entwicklung erst danach wirklich angehen konnte. Und ja, deswegen ist noch nicht so viel fortgeschritten, aber trotzdem schon gar nicht mal so schlecht. Und meiner Meinung nach wird da auch noch einiges passieren. Sie sind ja natürlich auch immer daran interessiert, dass da mehr dran entwickelt wird. Und ja, das geht vorwärts. Genau, und das war's eigentlich auch schon wieder für heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.